Hallo, heute sind wir im Zoo Dortmund. Also ich bin seit 2000 die Zuchtbuchführerin für die großen Ameisenbären. Das heißt, dass ich sowohl das EEP, also das europäische Zuchtbuch mache, wie auch das internationale ISB abgekürzt. Innerhalb von Europa kenne ich alle Zoos bzw. die Ameisenbären rein theoretisch. Das Zuchtbuch sieht so aus, dass man die Tiere erfasst, dass man jedem Tier eine Nummer gibt, die es nur einmal gibt. Anhand von diesen Nummern kann man auch die Abstammung erkennen, also weil die Eltern dann ja eingetragen sind mit Nummer. Und so gibt es ein Computerprogramm, was dann wirklich mir errechnet, welche Tiere zum Beispiel am besten zusammenpassen, aus genetischen Gründen. Der erste Schritt ist eigentlich erstmal die Tiere erfassen. Wo gibt es welche, wo kommen die her, seit wann sind die im Zoo? Der zweite Schritt ist dann, dass man die Zoos berät in ihren Problemen, Fragen. Und der wichtigste Schritt eigentlich innerhalb von Europa, dass ich die Tiere vermittle. Also sprich, es sind Tiere geboren in einem Zoo, das wird mir mitgeteilt, das Tier bekommt eine Zuchtbuchnummer und dann gibt es einen anderen Zoo, der möchte Tiere, beziehungsweise hat vielleicht ein Weibchen, sucht ein Männchen dafür und ich suche dann anhand von diesem Computerprogramm, kann ich erkennen, welches Tier passt denn am besten zu diesem Männchen zum Beispiel. Das ist der eine Weg, dass man sagt, rein theoretisch ist das die beste Paarung, aber man muss natürlich auch die Realität berücksichtigen. Das eine Tier, was am besten zu dem passt, kommt vielleicht, was weiß ich, aus Sibirien und soll dann nach Spanien verfrachtet werden. Das ist mitunter notwendig, aber wenn man eine zweitgute Lösung findet, wählt man doch mehr, wo die Transporte nicht so weit sind. Und es ist natürlich auch so, wenn jemand zum Beispiel aus Südamerika für viel Geld ein Tier importiert hat und ich dann hingehe, du, das Tier passt aber zu dem Tier irgendwo anders viel besser, jetzt gib das dahin. Da macht man sich nicht unbedingt Freunde innerhalb der Zoos und deswegen muss man so ein bisschen auch die Realität berücksichtigen. Welche Transfers, welche Empfehlungen sind denn sinnvoll? Das mache ich jetzt, also wie gesagt, seit 2000. Das ist einmal das europäische Zuchtbuch und dann gibt es ja noch das internationale. Im internationalen erfasse ich nur die Daten, weil jeder Kontinent sozusagen hat sein eigenes Zuchtbuch, also es gibt in Amerika ein Zuchtbuch, es gibt in Südamerika ein Zuchtbuch und die machen dann die Arbeit, die ich hier für Europa mache. Also ich erfasse nur die Daten, dass man einfach einen Überblick hat, weltweit. Es kann ja auch mal sein, dass ein Tier von USA nach Europa geht. Und wenn da aber keine Daten existieren richtig, weiß man später dann auch nicht, wie ist die Abstammung. Also deswegen ist es immer gut, wenn auch ein internationales Zuchtbuch besteht. Ich habe ungefähr im europäischen Zuchtbuch zurzeit 80 Zoos, die mitmachen, also 80 Zoos in Europa, die große Ameisenbären halten, mit ungefähr 150 Tieren. Weltweit sind es so 190 Zoos mit über 400 Tieren. Also innerhalb von Europa, das ist händelbar. Es ist jetzt so, dass wir sehr viele Zoos haben, die gut nachziehen und das heißt dann für den Zuchtbuchführer sogar, dass er jetzt sogar die Zucht stoppen muss oder niedrig halten muss, weil es gibt nicht mehr genügend Zoos, die jetzt sofort ein paar Ameisenbären übernehmen können. Ich habe deswegen für viele Zoos, für die meisten eigentlich, einen Zuchtstopp momentan. Es gibt sehr viele Interessenten. Ich habe auf der Warteliste ungefähr so 30 Zoos, die an großen Ameisenbären interessiert sind, aber noch keine fertigen Gehege haben und noch überlegen, passt das doch in die Kollektion. Und deswegen
ist es ein bisschen mühsam, jetzt Tiere unterzubringen. Ich habe gerade im Anfang des Jahres meine Recommendations gemacht, also die Empfehlungen, dass ich also den Zoos sage, schick doch dein Jungtier zu dem Zoo und dergleichen. Und jetzt habe ich so alle Plätze ausgereizt. Es ist gerade heute, habe ich nochmal ein Zoo in Polen, der jetzt Anfang des Jahres fertig sein wird mit seinem Gehege. Und vorgestern kam ein Brandbrief aus einem niederländischen Zoo. Durch die Corona-Krise konnten sie ihre Bauten doch nicht so schnell fertigstellen, wie das geplant ist. Und sie müssen unbedingt das Jungtier abgeben. Sie haben keine Möglichkeit, das über den Winter zu bringen. Und da war ich sehr froh, dass der polnische Zoo sagte, wir sind fast fertig. Und dann habe ich hingeschrieben, könnt ihr eventuell auch schon vor dem Winter ein Tier übernehmen? Und er schrieb dann zurück. Und schon habe ich 2 Menschen ganz glücklich gemacht. Der Zoo Dortmund ist nicht nur ex situ, also außerhalb des normalen Verbreitungsgebiets tätig, sondern auch unterstützt die Wissenschaft in situ, also im Lebensraum. Und wir haben ein Projekt mit der Ameisenbärforscherin aus Brasilien, das ist Flavia Miranda. Sie hat 2 Projekte, einmal der große Ameisenbär, den wir schon seit Jahren, also diese Wissenschaft und diese Forschung, wir unterstützen finanziell. Und wir haben aber auch jetzt den kleinen Ameisenbären, den Zwergameisenbären, richtiger gesagt, der dort in dieser Gruppe, in dieser Forschungsgruppe erforscht wird, untersucht wird. Und ich war selbst 2-mal jetzt dort und habe auch, ich glaube, als einer der wenigen Europäer einen Zwergameisenbären in der Hand gehabt. Das heißt, die Tiere werden gesucht, dann untersucht, geschippt, also gekennzeichnet und dann wieder freigelassen. Man weiß über den Zwergameisenbären so gut wie nichts. Er ist natürlich, ist ein ganz kleines Tier, lebt oben im Baum, also schwer zu sehen, ist dazu noch nachtaktiv. Also die Forschung ist da wirklich noch in den Kinderschuhen und mit unserer Unterstützung hoffen wir, dass das vorangeht. Der Zoo Dortmund ist außergewöhnlich erfolgreich in der Haltung der großen Ameisbären, in der Zucht vor allen Dingen. Wir haben die ersten Tiere so 76 bekommen, das waren damals von Südamerika, teils auch Wildfänge und hatten das erste Jungtier 78. Das ist also ganz hervorragend, da hat also noch ganz, ganz wenige Zoos überhaupt mal ein Junges gehabt. Wir sind inzwischen bei Nummer 64 angekommen, das ist die kleine Maria, die ja kurz vor Weihnachten geboren ist, deswegen auch der Name. Wir haben also wirklich einen sehr, sehr großen Erfolg und sind weltweit auch berühmt für unsere Ameisenbären. Also egal, wenn man auf der Welt in Zoo sagt, Dortmund und dann, die Ameisenbären. Also da sind wir auch sehr stolz drauf, dass wir das wirklich schon so lange erfolgreich betreiben. Und es ist auch irgendwie so ein bisschen das Herz des Zoos, auch wenn vielleicht nicht jeder so den Ameisenbären so spannend findet, aber er ist so außergewöhnlich, dass er doch schon wieder wirklich klasse ist. Wir sind sehr erfolgreich in der Zucht, aber auch in der Haltung. Wir haben ja hier unsere Jüngste, die Maria, die im Dezember geboren ist, letzten Jahres. Aber wir haben auch die älteste Ameisenbärin auf der Welt und das ist unsere Sandra, die jetzt 26 Jahre ist. Das ist ein ziemlicher Altersrekord. Ich habe in den Unterlagen ein Tier, das wurde nachweislich 30 Jahre, das war in Krefeld, also gar nicht so weit, vielleicht liegt es hier an der Luft hier, die wurde 30. Also das ist aber wirklich eine ganz große Ausnahme. Also das ist so übersetzt vielleicht 115 bei Menschen, also wirklich, wirklich alt. Und Sandra ist ja auch da schon ganz gut auf dem Weg hin. Schreibt jetzt eure Fragen in die Kommentare, vergesst nicht dem Video ein Like zu geben und damit ihr kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.